Wir sind hier im Japanischen Palais in Dresden, der Ausstellung Sprachlosigkeit, das laute Verstummen. Und hier geht es sehr stark um die Poesie und wie Poesie ein Weg sein kann, um auch Sprachlosigkeit zu überwinden. Und hier sind wir im Celan-Raum, wo wir auf den Dichter Celan tiefer eingehen. Celan, der ein sehr wichtiger Dichter ist, um sozusagen das, worüber man nicht spricht, die Sprachlosigkeit auch zu überwinden. Wir zeigen Objekte, die versuchen, eine Stimme zu finden. Wir zeigen auch Objekte, die sehr stark mit Heilung sich auseinandersetzen. Ein sehr schönes Heiltuch. Also letztendlich geht diese Ausstellung sehr stark auch über Heilung oder die Überwindung der Sprachlosigkeit und dass das auch zur Heilung beitragen kann. Und so einen Ort zu schaffen, wo man diskursiv letztendlich hoffentlich auch miteinander ins Gespräch kommt, das erhoffe ich mir sehr von dieser Ausstellung. Dieses Haus ist nicht ambivalent. Es zeigt auch eine westliche Überlegenheit. Wenn man im Palais kommt, dann sieht man, wie die Atlanten auch so nach unten gedruckt werden. Und ich wollte das auch aufmachen. Ich wollte sozusagen auch das japanische Palais irgendwie zum Sprechen bringen lassen und das auch für ein größeres Publikum öffnen. Und ich hoffe, dass tatsächlich BesucherInnen auch aufs Gebäude schauen und auch schauen, wie das eine Geschichte von vielen Überschreibungen, von Wunden, aber auch eine bestimmte Perspektive auf die Welt zeigt. Für mich sind Museen dialogische Orte. Und ich möchte gerne auch so eine Plattform bieten, dass wir als Museum, die BesucherInnen untereinander, aber auch unsere eingeladenen Gäste im Rahmenprogramm mit den BesucherInnen stärker im Dialog kommen. Ausgehend von der Shoah zeigen wir in der Ausstellung verschiedene Verlust- und Gewalterfahrungen auf kollektiver Ebene. Von der Enteignung der Kauna in Australien über die deutschen Kolonialverbrechen in Namibia bis hin zu dem Völkermord an den Armenierinnen. Und was wir auch thematisieren, ist die sexualisierte Gewalt an den sogenannten Trostfrauen im Asien-Pazifik-Krieg und auch die Jugoslawienkriege der 1990er Jahre. Sie sehen hier die Rolle des Gedenkens. Es ist ein prozesshaftes, partizipatives Denkmal für die, vor allen Dingen auch in Srebrenica, umgekommenen Männer, Kinder, denen von ihren Angehörigen hier gedacht wird. Es besteht aus vielen, vielen Taschentüchern, die bestickt worden sind, und sie sind hier zusammengefügt zu einem Gesamtkunstwerk, das aber nicht endet, sondern was immer weiter sich entwickelt und das im Sinne eigentlich tatsächlich einer gemeinsamen, gegenwärtigen und zukünftigen Erinnerungskultur, die wir hier mit der Ausstellung auch ganz stark ins Zentrum setzen wollen. Die fotografischen Porträts von Olaf Schlothe zeigen in ganz besonderer Weise, was empathisches Erinnern heißen kann. Zu sehen sind die Überlebenden der Shoah, mit denen er in Israel lange Gespräche geführt hat, die er dort kennengelernt hat im Rahmen der Zusammenarbeit mit einem Traumazentrum. Und bei ihm kommt vieles zusammen. Individuelles Erinnern, kollektive Erinnerung und dann auch wirklich dieses Transgenerationale, wie er als deutscher Fotograf sozusagen mit den Überlebenden der Shoah arbeitet. Sivina Dermegedician schafft gerade in ihren Teppichen und in dem Verknüpfen von Disparaten ganz neue Texturen der Erinnerung. Und das macht sie für diese Ausstellung so besonders, denn das ist das, was wir ja für die gesamte Ausstellung wollen. Wir wollen ein Gewebe schaffen, ein Gewebe, das miteinander verflochten ist und miteinander Beziehungen teilt. Und von daher ist die Arbeit von Sivina Dermegedician eine Art Pars pro Toto für das, was wir konzeptionell auch in dieser Ausstellung versuchen, indem wir sozusagen Beziehungen zwischen künstlerischen Arbeiten, zwischen Objekten und Literatur knüpfen wollen und damit eben auch neue Räume und neue Erfahrungshorizonte eröffnen möchten. Das Museum der Trostfrauen hier in der Ausstellung ist ein Museum im Museum und zeigt in besonderer Weise, inwiefern sozusagen Sprachlosigkeit sich wandeln kann in das Erheben der Stimme und nicht nur in das Erheben der Stimme, sondern tatsächlich auch in eine Vielstimmigkeit, die auch tatsächlich eine aktivistische Bewegung antreibt und auch bis heute sozusagen trägt. Ein Museum
obwohl es eine ambivalente Vergangenheit hat, dass man vielleicht als Museum heute einen Beitrag zur Überwindung der Sprachlosigkeit leisten kann und auch möglicherweise einen Beitrag zur Heilung. Und das finde ich wichtig. Das finden wir als Museum wichtig.